Hallo, grüß euch. Willkommen beim digitalen Goldsucher. Ich bin vor einiger Zeit über ein bestehendes Konzept im Netz drüber gestolpert, das mich sofort fasziniert hat. Ich habe das System dann in Fusion 360 auf meine Anforderungen angepasst und gezielt für den 3D-Druck ausgelegt. Der komplette Aufbau ist so konstruiert, dass alle Bauteile mit der gängigen 3D-Drucker mit einem Bauraum von 250 x 250 x 250 mm druckbar sind. Gedruckt wird hauptsächlich mit BEDG und DPU. Der Materialbedarf liegt ungefähr bei 2,5 Kilo. Und so schaut das Ganze dann in der Praxis aus. Das sind die ersten Prototypen, die ich im Laufe der Entwicklung getestet habe. Der erste Ansatz war grundsätzlich nicht schlecht, hat aber noch nicht ganz das erfüllt, was ich mir vorgestellt habe. Beim zweiten Prototypen habe ich schnell gemerkt, was ich beim dritten Versuch anders machen muss. Den Aufbau, den wir jetzt sehen, ist das Ergebnis aus den ganzen Tests und genau den stelle ich euch jetzt vor. Mein Ziel war, mehr Material pro Stunde zu verarbeiten und trotzdem feines Gold sauber zu trennen. Bei Systemen wie ein Blue Ball oder ein Miller Table war mir der Durchsatz einfach zu gering. Deswegen habe ich mir was einfallen lassen. Das aufbereitete und vorgesiebte Material wird von oben gleichmäßig in den Trichter eingefüllt. Da haben sich die 20, 40 und 60 Mesh-Siebe sehr bewährt. Über diesen Trichter wird nicht nur das Material eingefüllt, sondern auch der gesamte Wasserzufluss geregelt, der den Grunddurchsatz vom System bestimmt. Die regelbare Hauptstufe arbeitet mit einem geneigten Vortex von ungefähr 10 Grad. Zusätzlich kann der Gegenstrom von unten auch sehr genau justiert werden. Durch diese Kombination lässt sich die Trennung sehr fein abstimmen, je nach Material, Korngröße und gewünschtem Durchsatz. Das konzentrierte Gold wandert entlang der Außenwand nach unten und wird anschließend über den Kegel zentriert. Und dort aus gelangt es kontrolliert in das Schauglas. Gerade bei feinem Material kann man da sehr gut beobachten, wie sich die Goldfeder sammeln und sich sauber vom restlichen Material trennen und natürlich in das Auffangglas fallen. Der gesamte Wasserdurchsatz vom System ist vollständig regelbar. Zusätzlich zum Hauptfluss über den Trichter lässt sich der Flow der Backup-Rinne separat einstellen. Die eingesetzte Matte in der Backup-Rinne habe ich selber auf mein System angepasst, damit auch bei höherem Durchsatz feines Gold sicher aufgefangen wird. Die Reinigung ist bewusst sehr einfach gehalten. Zuerst wird der Absperrer geschlossen und das Sammelglas mit dem Gold abgenommen. Dann stellt man einen Behälter unter den Ablauf und öffnet den Absperrer. Das System entleert sich dann von selbst. Nach dem Abdrehen der Wasserzirkulation ist das System sauber, ganz ohne Zerlegen. Zum Schluss noch ein Blick auf das Endergebnis in der Pfanne.